Mit den Händen und viel Herzblut bei der Arbeit. Ob Schornsteinfegerin, Gitarrenbauer oder Gebäudereiniger. Wer eine Ausbildung im Handwerk machen will, hat eine große Auswahl. Bei mehr als 130 Handwerksberufen müsste doch für viele Jugendliche etwas dabei sein. Aber das Handwerk hat ein Imageproblem. Immer weniger junge Menschen wollen in diesem Bereich arbeiten. Ich war da nie wirklich begabt drin und habe mich da nie drüber wirklich Gedanken gemacht, ob ich das machen möchte. Nach dem Abi habe ich mich dann aber halt für ein Studium entschieden. Ich hatte überlegt, Richtung Automechaniker zu gehen oder in die IT-Branche. Und ich habe mich dann halt für die IT-Branche entschieden, weil es halt einfach dann besser zu mir gepasst hat. Am Anfang, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich kam aus der Schule, also ich wusste eigentlich gar nicht, wohin. Zweifeln, umorientieren, neu anfangen. Das gehört bei der Ausbildungssuche dazu. Gitarrenbauer Felix Müller zum Beispiel hat vor seiner Ausbildung zuerst Umwelttechnik studiert, sich dann aber doch für die Lehre im Handwerk entschieden. Es ist ein ganz vielfältiger Beruf. Man hat viel mit Holz zu tun, man hat mit Musik zu tun. Es kann auch kreativ sein, kann sich ausleben, Dinge formen, so wie man sich das vorstellt. Wenn ich jetzt einen Tisch baue oder so, ist bestimmt auch cool, aber da geht es dann auch ganz viel darum, wie es aussieht. Ist bei der Gitarre genauso. Aber bei der Gitarre ist es dann nochmal so, dass dazu kommt, okay, das muss auch klingen. Wie dünn oder wie dick das Material ist entscheidend. Die Sachen müssen ja auch schwingen und sich bewegen können und trotzdem zusammenhalten und am Ende noch gut aussehen. Die Handarbeit ist gefragt bei Profis und Berufsmusikern. Felix arbeitet gemeinsam mit seinem Vater in einer Werkstatt im Taunus. Die Auftragsbücher der beiden sind voll. Der Wechsel in den Handwerksberuf scheint sich für Felix gelohnt zu haben. Anders war es bei Anna-Maria Schwarz aus Bebra. Für sie stand schon immer fest, sie wird Schornsteinfegerin. Ein Handwerksberuf mit guter Aussicht, ihr Traumjob. Das ist einfach dieser kleine Adrenalinkick, den man hat, zum Beispiel auch am Morgen direkt auf dem Haus hochzugehen. Ich hatte schon als Kind, sage ich mal, früh gerne handwerkliche Sachen gemacht und auch technische Sachen. Und der Schornsteinfegerberuf beinhaltet halt beide Sachen. Und ich habe früher ganz viele Praktikas gemacht in meinem Sommerferien beim Schornsteinfeger bei uns daheim. Das hat mir so gut gefallen, da habe ich angefangen, den Beruf zu lernen. Mittlerweile hat sie ausgelernt, ist Schornsteinfeger-Gesellin und bringt außerdem Glück. Wenn ich wirklich jetzt den ganzen Tag durchgekehrt habe und ich dann jemanden zum Beispiel berühre oder derjenige mich berührt und ein bisschen Ruß an seiner Hand hat, das bringt Glück. Ein Knöpfchen drehen bringt Glück. Die Schornsteinfegerin als wandelnde Glücksbringerin. Ein Handwerksberuf, den wirklich fast jeder kennt. Anders geht es da Marcel Helmers. Der 22-Jährige ist im 3. Lehrjahr zum Gebäudereiniger bei der Firma Richter in Kassel. Er wird oft mit Vorurteilen konfrontiert, weil sein Ausbildungsberuf nicht so bekannt ist. Deshalb hat er sich von der Handwerkskammer Kassel zum Azubi-Botschafter ausbilden lassen, besucht jetzt regelmäßig Schulen und Ausbildungsmessen und klärt auf, dass sein Job viel mehr ist als einfaches Putzen. Der Beruf ist halt sehr abwechslungsreich. Man weiß halt nie, was man meistens am nächsten Tag macht. Bei uns im Betrieb macht man zum Beispiel auch Dinge, die man in anderen Gebäudereinigungsfirmen nicht macht. Zum Beispiel sowas wie Steinschleifen oder 2K-Lackierungen, das ist halt mal was Besonderes. Man macht einen 30 Jahre alten Boden, kann man beim 2K-Lack wie neu aussehen lassen. Das ist halt das, was einen Spaß macht und ein schönes Gefühl gibt. Genauso wie die Arbeit mit großen Maschinen oder auch der Nervenkitzel, in 40 Metern Höhe Photovoltaikanlagen zu reinigen, erzählt er. Reinigungsmittelzusammensetzung, Arbeitsschutz und Hygienevorschriften, all das muss sitzen, wenn Marcel seine Prüfung nach 3 Jahren Ausbildung bestehen will. Eines möchte er besonders betonen, sein Beruf ist krisensicher. Also Corona hat uns eher weniger geschadet, sondern eher in die Taschen gespielt, weil es einfach mehr Arbeit gab. Desinfektion und Hygiene ist wichtiger geworden. Nicht nur deshalb will sich Marcel nach dem Abschluss weiterbilden. Dass er übernommen wird, steht schon fest. Die Angst vor fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten und zu geringem Gehalt kennt er nicht. Knapp über 1.000 € verdient Marcel jetzt im 3. Lehrjahr. Jetzt stehen für ihn die Abschlussprüfung und dann die Meisterschule an. Und mein Gefühl sagt mir, er wird gut abschneiden in diesen Abschlussprüfungen. Zugeschaltet ist uns zum Thema Handwerker gesucht Susanne Haus, Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main. Hallo, Frau Haus. Hallo, Herr Johe. Guten Abend. Ja, Handwerker gesucht. In welchen Betrieben werden denn gerade besonders viele Handwerker Azubis gesucht?
Ich glaube, das kann für jedes Handwerk gelten. Alle Betriebe suchen Nachwuchs, um ihren eigenen Betrieb zum einen mit Nachfolgern zu bestücken, aber auch um die ganzen Aufträge zu erfüllen, die gerade in den Büchern stehen. Aber gibt es Branchen, die ja besonders zukunftsträchtig sind, wo Sie auch sagen würden, wenn es mein Kind wäre, da kann er ruhig mal anfangen? Bei meinem Kind wüsste ich ganz genau, was ich empfehle. Aber alle Branchen, die natürlich mit Klimaschutz und all diesen Aufgaben, die damit verbunden sind, zu tun haben, die sind absolut zukunftssicher. Denken Sie an die Haussanierung, die energetischen Haussanierungen, nur um ein Beispiel jetzt zu nennen. Das sind Berufe, die ganz, ganz dringend Nachwuchs brauchen, um eben all diese Aufgaben zu meistern, die jetzt auch von der Politik ausgerufen werden. Da kann man quasi mit den eigenen Händen einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten. Wie erkenne ich denn als Interessent, als Bewerber einen Betrieb, der wirklich auch gut ausbildet? Kann man das irgendwie von außen einschätzen, bevor man da anfängt? Naja, vielleicht kann man den einen oder anderen dazu befragen. Auch wenn ein Betrieb gut ausbildet, spricht sich das rum bei den jungen Leuten. Man kann natürlich auch mal beim Verband fragen. Es gibt zum Beispiel auch beim Hessischen Malerverband, das ist ja mein eigenes Gewerk, gibt es eine Aktionsgemeinschaft ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb. Da verpflichten sich die Betriebe, ihre Auszubildenden besonders gut auszubilden und sich auch da besonders drum zu kümmern. Und diese Betriebe, die dieses Siegel tragen zum Beispiel, da kann man sich auch danach richten. Wem würden Sie denn so vom Typ her am ehesten raten, Handwerker oder Handwerkerin zu werden? Ja, ich würde das nicht am Typ festmachen, sondern vielleicht eher an den Neigungen, an den Talenten und an den Interessen, die man so hat. Es gibt im Handwerk, wie wir ja eben auch gehört haben, 130 Berufe. Da ist doch auch für jeden Geschmack und für jedes Talent, glaube ich, was dabei. Und wichtig ist als einfach der Beruf und das, was man auswählt, zu der jeweiligen Person passt und dass das auch eine gewisse oder eine lange Weile trägt. Dann geben Sie uns doch mal ein bisschen Inspiration. So, es gibt ja so die beliebtesten Berufe, Kfz-Mechatroniker oder Elektriker, Friseurin, Friseur. Aber was gibt es denn noch, neben denen, die wir im Beitrag schon vorgestellt haben, woran man nicht erst mal so denkt? Es gibt ganz, ganz viele. Ich nenne Ihnen einfach mal ein paar Beispiele. Es gibt den Brauer und Melzer, es gibt den Chirurgie-Mechaniker, es gibt den Instrumentenmacher, den wir auch eben im Film gesehen haben, den Klavierbauer, den Fotograf, die Modistin, natürlich auch alles in der weiblichen Form, Orgelbauer, es gibt Uhrmacher, es gibt Vergolder, es gibt Weintechnologen, es gibt Bootsbauer und vielleicht noch Maskenbildner, um mal eine kleine Auswahl zu nennen von diesen 130 interessanten Berufen, die wir zu bieten haben. Ich finde irgendwie Weintechnologe klingt am coolsten. Man sollte ja auch mal reinschnuppern, jetzt beispielsweise hinter die Kulissen des Weinbaus schauen, ob das wirklich was ist. Wie leicht oder schwer ist das denn gerade? In Corona-Zeiten war es natürlich relativ schwierig mit Praktikumsplätzen, aber die Betriebe sind natürlich offen dafür. Jetzt ist das zunehmend wieder möglich. Und wenn man den Handwerksbetrieb um die Ecke hat, einfach hingehen. Es kommen jetzt die Osterferien. Wenn einem was wirklich brennend interessiert, einfach mal dort vorbeischauen und sagen, ich möchte das gerne mal ausprobieren. Und die Betriebe öffnen gerne ihre Türen, um einfach mal jemanden hereinschnuppern zu lassen, weil das die beste Möglichkeit ist, festzustellen, ob man dafür ein Talent und ein Interesse hat. Und in den Betrieben kann man das einfach mal praktisch ausprobieren. Da stehen die Türen ganz, ganz weit offen. Sie sind ja selbst gelernte Malermeisterin, leiten einen Betrieb. In welchen Branchen hat man die besten Chancen, dass es einem ähnlich geht wie Sie, dass man sich erfolgreich selbstständig machen kann dann später? Man ist immer dann erfolgreich und kann sich selbstständig machen, wenn man was mit Leidenschaft tut. Und wenn man sich in einem Beruf, den man gerne macht und wo man sich bereit ist, Expertise anzueignen, da kann man sich auch sehr gut selbstständig machen. Natürlich gibt es Unterschiede, welche Investitionen ich tätigen muss. Als Maler muss ich vielleicht nicht ganz so viel investieren, als wenn ich jetzt zum Beispiel mich als Schreiner selbstständig machen möchte, weil ich da einfach sehr viel mehr Maschinen und Geräte brauche. Aber grundsätzlich steht dem nichts im Wege und es gibt auch ganz, ganz viele Betriebe, die übernommen werden wollen. Ich muss mich also nicht neu erfinden, sondern ich kann vielleicht auch irgendwo andocken und kann dort auch gute Konditionen bekommen. Ich glaube, das war ein unterm Strich großer Appell, wirklich mal über den Handwerk als Beruf nachzudenken, als Option. Vielen Dank, Susanne Haus, Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.